Hallihallo aus Tokio. Ich habe mich jetzt schon lange nicht mehr gemeldet und heute Morgen ist es geschehen. Ich hatte plötzlich Inspiration und zwar möchte ich euch die Kirschblüte zeigen. Ihr seht schon im Hintergrund, ich bin gerade quasi in einem Kirschblütenbaum bei uns am Fluss und genau, es ist richtig schön und ja, so viele Bäume, so viele Blüten. Ich fühle mich tatsächlich immer noch ein bisschen komisch, mit der Kamera durch die Gegend zu laufen und in die Kamera zu sprechen. Aber da ich euch das zeigen möchte, nützt ja nichts. Genau, hier ist ein ganzer Tunnel voller Sakura hinter mir. Sogar den Fuji kann man von hier sehen. Ist das nicht schön? Die Kirschblüte in Japan ist wirklich eine sehr besondere Zeit. Das ganze Land feiert das Ende der Winterzeit und den Start des Frühlings. Und mit den ersten Knospen kommen alle Menschen so ein bisschen aus ihrer Haut raus und ja, sind draußen, genießen das schöne Frühlingswetter und vor allem genießen diese wunderschönen Blüten, die es gerade überall zu sehen gibt. Anders als in Deutschland startet das Schuljahr der Japaner nicht im Sommer, sondern im April. Und das hat tatsächlich mit der Symbolik der Kirschblüte zu tun, weil die Kirschblüte steht für Vergänglichkeit, für den Start des Neuen und das Ende des Alten. Es ist sehr schön und genau, halt auch viele Leute, also die Firmen stellen viel im April ein. Die Studierenden enden ihr Studium im April. Also im April beginnt sozusagen das inoffizielle neue Kalenderjahr der Japaner. Viele Leute feiern dieses Fest, indem sie Picknick unter diesen wunderschönen Bäumen machen. Meistens auf einer einfachen blauen Plane mit ganz viel Essen. Teilweise wird gegrillt, natürlich ganz viel Alkohol. Und das Ganze nennt sich im Japanischen Hanami. Und das kann man übersetzen mit einer Blumenschau-Party. Das ist echt super schön und in Tokio am Wochenende sind die Parks dann auch echt super voll. In den meisten Regionen in Japan findet die Kirschblüte zwischen Ende März und Anfang April statt. Und in diesen wenigen Wochen, wo die Kirschblüte blüht, ist es einfach sehr schön, auch durch Tokio zu laufen oder zu fahren mit der Bahn, weil man immer mal wieder so einen kleinen Klecks pink und weiß sieht. Und das ist einfach echt toll. In Deutschland hat man ja immer mal ab und zu so einen Kirschbaum. Hier hat man tatsächlich, keine Ahnung, hunderte Bäume direkt nebeneinander stehen. Manchmal formen sie auch noch so eine kleine Allee um einen Fußweg herum oder um einen Fluss herum. Und das gibt nochmal eine ganz andere Atmosphäre als so einen einzelnen Baum. Ist einfach richtig, richtig schön und ich hatte das überhaupt nicht so erwartet. Irgendwie dachte ich immer, ja, kenne ich ja aus Deutschland, diesen einen Kirschbaum. Aber hier ist es wirklich nicht nur ein Kirschbaum, sondern mehrere. Und das ist einfach sehr faszinierend, vor allem auch zu sehen, wie die Leute diese Kirschblüten bewundern, bestaunen, wie das so ein großer Bestandteil der japanischen Kultur ist.
bin gerade hier bei uns in der Nähe an einem Fluss unterwegs und genau auf dem Deich wachsen noch diese wunderschönen kleinen weiß-bläulichen Blumen. Und dann sieht man da ganz gut im Hintergrund die Blumen und dann dahinter die Kirschblüten und das ist einfach richtig toll. Also sehr, sehr weiß, sehr frühlingshaft hier momentan und hier sind auch echt immer viele Menschen und jetzt noch mehr. Die Kirschblüte ist auch ein sehr beliebtes Kirschblüte ist ein sehr beliebtes Motiv, vor allem für kleine Kinder und Familien. Und genau, momentan sieht man hier am Fluss immer mal wieder Menschen, die Porträts machen von ihren kleinen Kindern. Ich bin echt immer super gerne hier am Fluss unterwegs. Man sieht einfach so viele Menschen hier, die unterschiedliche Dinge machen. Also man sieht hier super viele Sportmannschaften, hauptsächlich Baseball, Rugby. Und ich glaube, neulich morgens habe ich Lacrosse gesehen. Auf jeden Fall ist hier immer super viel los. Man sieht hier viele Familien, viele ältere Menschen, die unterwegs sind. Und genau, jedes Mal entdeckt man irgendwie was Neues. Und es ist so schön zu sehen, wie die Menschen hier wirklich den Raum nutzen und leben und genau so ihr Ding machen. Und das gibt mir immer irgendwie viel Energie. Hier sieht man das ganz gut, dass die grünen Blätter langsam rauskommen und die Blüten abfallen. Das passiert gerade ganz viel, ganz überall und dadurch entsteht ein Blütenschneesturm teilweise und das ist auch richtig toll. So, ich habe mich jetzt dazu entschieden, nochmal nach Shibuya zu Loft zu fahren, zu gucken, ob es noch diese coolen Karten gibt, damit ich euch die zeigen kann. Und auf dem Weg gibt es auch noch einige Kirschbaumblüten, die man so toll aus der Bahn sehen kann. Mal gucken, ob ich das einfangen kann oder ob das einfach ein Flop wird. Wir werden es sehen. So, ich war tatsächlich auch noch bei Loft in Shibuya. Ich habe da auch einmal kurz so den Kartenstand gefilmt. Und natürlich, selbstverständlich, habe ich auch einige Karten gekauft. Unter anderem diese 5 Exemplare. Das hier ist meine Lieblingskarte. Davon habe ich bestimmt schon mindestens 5 oder 10 gekauft. Und genau, ich dachte mir, ihr schreibt mir einfach eine kurze Nachricht bis zum 9.4., also Ende der Woche am Sonntag, mit was euch gefallen hat, was ihr interessant fandet oder einfach so. Einfach über WhatsApp könnt ihr das machen und dann landet ihr alle in meinem Lostopf und dann lose ich 5 Leute aus, an die ich dann diese Karten verschicke. Post aus Japan kommt dann nämlich. Genau. Und ich hoffe, euch hat das irgendwie gefallen und wir sehen uns bestimmt bald wieder.